Diesen Monat war so einiges los auf unserem Kanal. Els erstes Video ist online gegangen zum Thema Family-Bloggern. Was sagen betroffene Kinder heute dazu? Wir haben darüber geredet, warum echter Narzissmus ganz anders ist als in Filmen und Serien dargestellt. Es kann aber problematisch werden, wenn man das jetzt wirklich als Narzissmus benennt und sagt, hey, Joe hat wirklich jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und alle narzisstischen Persönlichkeitsstörungen sehen genauso aus. Dann haben wir uns mal angeschaut, ob Nepo-Babys, also erfolgreiche Menschen, die erfolgreiche Eltern haben, nur erfolgreich sind wegen ihrer Eltern. Oder ist der Druck, dem bekannten Namen gerecht zu werden, vielleicht doch manchmal zu groß? Und auch das Thema Depression und Leistungsdruck durch die Schule haben wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut. Und das Traurige daran ist, ich fühl's. Und sagen wir mal so, ihr habt uns krass viel Feedback gegeben zu den Videos. Und klar, wir chatten auch mit euch so in den Kommentaren und über WhatsApp. Aber wir dachten, wir nehmen euch einfach mal direkt mit hinter die Kulissen und schauen mit euch, wie welches Video entstanden ist und wieso uns einzelne Themen auch persönlich so wichtig waren, mit euch zu teilen. Und wenn ihr mal sehen solltet, dass irgendjemand uns in seiner oder ihrer Insta-Story hat oder auf uns in einem Stream reagiert oder, ey, dann schickt uns das über WhatsApp rüber, weil dann können wir das in die nächste Lass-Raus-Runde einfach auch mit reinnehmen. Let's go! Diesen Monat sitze ich hier mit Valeria und Elle und wir schauen uns jetzt mal das ein oder andere Highlight aus den Reactions von Sascha und Kaiser an. Die beiden hatten ja auf das Video von dir reagiert zum Thema Family Blogger und das war ja auch dein allererstes Video auf unserem Kanal. Wie hat sich das angefühlt für dich? Das war super spannend, irgendwie mal zu sehen, wie sich das auch anfühlt, super lang für irgendwas gearbeitet zu haben und am Ende hast du so dieses Endprodukt und dann ist es da und dann wird es irgendwie auch noch kommentiert. Dann würde ich sagen, gucken wir mal in die Reactions rein. Yes. In dem Video geht es primär um erwachsen gewordene Kinder, die von Erfahrungen berichten, wie es ist, von Kind an von den Eltern veröffentlicht zu werden. Ich fand es voll spannend, als du das Thema gepitcht hast, habe ich mir gedacht, mutig. Weil, also ich habe das Gefühl, es reden ja schon sehr viele Leute darüber gerade und teilweise auch so mega emotional aufgeladen. Es gab ja auch diese 13-Fragen-Folge und so dazu. Voll. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich mich das als erstes Video getraut hätte. Ja, aber ich muss auch sagen, es gab ja auch diese Reddit-Beiträge und das hat mir nochmal so die Sicherheit gegeben, weil ich mir dachte, ey cool, da gibt es endlich mal so einen neuen Blickwinkel und ich hatte mich das davor auch schon mega oft gefragt, wie ist denn das, wenn du halt als Kind groß wirst und auf einmal gab es diese Reddit-Beiträge, die das halt einfach gesagt haben. Und das war irgendwie noch mal mehr so ein Ansporn, das tun zu wollen irgendwie. In dem Video wird sie zu Themen wie Mobbing oder Konsequenzen durch YouTube-Videos befragt und ihre Antworten sind sehr kreativ, sage ich mal. Die Aussagen von Mami Len wurden verkürzt im Video dargestellt, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, als ob ihr der Kanal eher einen Gefallen getan hat und sie einfach hätte nichts dazu sagen sollen, weil sie dann besser weggekommen wäre. Was ich persönlich noch bemängel und auch in den Kommentaren bemängelt wurde, ist, wie unkritisch die Aussagen behandelt wurden. Ja, in dem Video wurden auch verschiedene Aspekte beleuchtet, wie Cyberkriminalität oder in die Privatsphäre des Kindes oder auch die rechtliche Lage. Dennoch wurden diese Aussagen einfach stehen gelassen und das ist ein bisschen, was mir fehlt. Es gibt mir den Vibe von Leroy, der einfach als unscheinbarer Moderator da sitzt und mit jedem cool sein will und nichts Kritisches sagen möchte. Als du dann die Kommentare und auch die Kritik zum ersten Mal gehört hast zu dem Video, was ging dir da so durch den Kopf? Also ich habe mich nicht schlecht gefühlt dadurch, weil ich sehr gut verstehen konnte, dass man sich irgendwie eine bessere Einordnung von den Statements wünscht. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, wenn ich das so stehen lasse, kann sich jeder auch einfach ein eigenes Bild machen, was ich viel wichtiger fand irgendwie in dem Video. Dann gab es ja noch eine Reaction, und zwar von Kaiser. Mama Len meinte dann in einem Kommentar, dass ihre Aussagen zusammenhanglos und stark gekürzt zusammengeschnitten worden sind, woraufhin Brust raus einfach das gesamte Transkript veröffentlicht hat. An der Stelle muss man ja vielleicht mal erklären, wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist, weil als wir gemerkt haben, dass dieser Vorwurf kam, haben wir natürlich als allererstes überlegt, wie gehen wir damit um? Ich hatte ja dann die Kommentare kommentiert und hatte dann gesehen, okay, wie stellen wir das jetzt richtig, ohne uns die ganze Zeit, ich sag mal so, zu rechtfertigen, ohne dass die Leute es nachvollziehen können, was da überhaupt abgelaufen ist im Interview. Und dann, dann haben wir es halt hochgeladen. Ja, es war ein guter Move. So. Das Video ist online gegangen, als ich im Urlaub war und ich habe abends schon reingeguckt und habe so die ganzen Kommentare gesehen. Und da habe ich gemerkt, okay, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Und dann einen Tag später, als du dann, glaube ich, das Transkript online gestellt hattest, ging es voll. Weil da hatte ich voll das Gefühl, so, es steht halt ein Team hinter mir oder wir sind halt ein Team und ich stehe da auch irgendwie nicht alleine. Und dementsprechend wenig Angst habe ich auch irgendwie so vor der Welle gehabt. Und dass das Thema Family Blogger und Kinder im Netz auf viele unterschiedliche
unterschiedliche Meinungen stößt und für gut Diskussionen sorgen kann, war uns bewusst, dass sich dann aber bei einem auch sehr vielfältigen Thema wie Nepo-Babys auch sehr, sehr, sehr viele von dir zum Beispiel auch verstanden fühlen. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Da kamen auch viele Gespräche und Diskussionen auf. Und das gucken wir uns nochmal genauer an. Wieso war es dir eigentlich so wichtig, dieses Thema bei uns auf dem Kanal anzusprechen? Also ich habe den Begriff Nepo-Babys irgendwie schon seit Wochen und Monaten immer wieder auf Social Media geistern sehen. Ich habe Hailey Bieber mit diesem Shirt gesehen und so und ich habe immer wieder das Wort gehört und irgendwann hat es mich halt selbst einfach interessiert, was zum Teufel da dahinter steckt. Und dann hat mich das ganz viel erinnert an meinen Werdegang in die Medien und wie ich angefangen habe und wie ich gestruggelt habe und wie ich gesehen habe, wie andere Leute eben nicht gestruggelt haben. Und dann ist das alles so zusammengekommen. Und ich glaube, genau diesen Abschnitt von dem Video, den du gerade angesprochen hast, genau der hat ja so einen emotionalen Nerv auch irgendwie getroffen. Und den gucken wir uns jetzt noch mal kurz an. Ich habe immer wieder auf irgendwelchen Karriereseiten gelesen, wie wichtig Vitamin B ist. Aber ich habe mich gefragt, wo soll man denn anfangen, wenn man wirklich niemanden kennt? Networking oder was? Oder noch schlimmer, LinkedIn. Wie oft ich den Satz gehört habe, du musst einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Punkt sein. Klar, ich basiere meine gesamte Karriere auf ein bisschen Glück. Klingt nach einer guten Idee. Durch alle. Also ich habe dich noch nie so wütend in einem Video von uns Sag mal, gesehen. Valeria, findest du LinkedIn nicht gut oder was? Ja, was ist da los? Fun Fact, Oder ich habe ein LinkedIn-Profil. Aber da bist du nicht so aktiv oder was? Oder was ist da? Nein, das Ding ist dann auch, ich habe auch so viele Kommentare gelesen mit, ja, aber LinkedIn ist super für Networking. Der Witz ist, ich weiß, ich hasse es einfach nur. Aber ich verstehe, dass das wichtig ist und ein super Tool für genau die Leute, die halt einfach keine Vitamin Bs haben. I get it. Aber das war ja auch der Witz ein bisschen an der Sache. Du hast ja auch versucht, mit Menschen zu sprechen, die Nepo-Babys sind. Wie war das? Wie ist das gelaufen? Ja, hat nicht geklappt. Ne? Ja, touché. Was waren da so die Gründe, warum es nicht geklappt hat? Ich fand das voll spannend. Ich habe zum Beispiel eine DM bekommen, in der sehr lang erklärt war, warum die Person abgesagt hat. Und das war eine fast schon sehr emotionale DM, wo die Person mir auch gesagt hat, so, dass sie nichts so sehr kränkt wie dieser Vorwurf, Nepo-Baby zu sein. Oh, wieso? Ja, weil man einem so die Leistung abspricht. Und ich habe das voll verstanden und eigentlich hätte ich das so gerne im Video drin gehabt, weil das genau die Perspektive gewesen wäre, die ich hätte erzählen wollen. Und in dem anderen Fall war eigentlich schon alles in trockenen Tüchern. Und dann hat die Person an dem Tag einen Notfall in der Uni gehabt. Und das Geile war ja auch, mit dem Video waren wir ja in den Trends. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Ich habe abends über Instagram von dir die Nachricht bekommen, so, wir sind in den Trends. Und ich war so, oh mein Gott. Das war voll cool. Geil. Ich habe auch jedes Mal so ein bisschen Respekt, wenn die Trends kommen, weil ich dann immer Angst habe, vor dieser Welle auch hier in den Kommentaren überrollt zu werden von Leuten, die uns eigentlich gar nicht kennen, unsere Videos nicht kennen. Ja, es und ist halt so. eine andere Bubble, die darauf auch aufmerksam wird. Genau, ne? aber umso schöner war es ja dann zu sehen, dass es trotzdem auf einen guten Nerv gestoßen ist. Es ist auch gut, also jedes Mal, wenn wir außerhalb der Bubble kommen, ist es ja auch gut, weil die Leute wollen wir ja erreichen eigentlich. Ne? Also von daher, nee, hat mich auch sehr gefreut. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann auch in den Trends waren, hat eine geschrieben gehabt, dass wir gerade polarisieren würden. Das fand ich irgendwie sehr, sehr süß. Und zum anderen gab es jemanden, der wieder da war, den vor allen Dingen du kennst. Das muss ich dir jetzt mal kurz zeigen, weil ich glaube, du wirst dich freuen. Er fängt mit F an. Ich glaube, ich werde mich nicht freuen, oder? Ich weiß schon mal. Ich bringe dich mal wieder so ein bisschen auf die Sprünge. Er heißt Frederik. Ah, da klingelt was. Dann klingelt was. Frederik, warum so wütend? Und ich dachte, ich gebe dir einfach mal den Kommentar direkt. Ich habe ihn dir vorher noch nicht gezeigt und deshalb dachte ich, kannst du den einfach mal kurz vorlesen. Dankeschön für für diese tolle Idee, dass ich jetzt den Hate-Kommentar vorlesen darf in dieser Runde. Fängt super an. Ich hasse euch. Also euer Kanal gehört schlafen gelegt, kalt gestellt, abgestellt. Übrigens, wenn jemand mal untersuchen würde, ob die ÖR-View-Zahlen plausibel sind, würde ich an eurer Stelle schnell den Schwanz einziehen. Ach ja, nur Frauen, dann irgendein anderes Körperteil einziehen. Die Brüste, wenn dann Frederik. Es war so einfach. Weißt du, Brust raus, Brust wieder reinziehen. Das wäre so auf der Hand gewesen, aber nein. Ja, immer wieder eine Freude, lieber Frederik. Ganz liebe Grüße. Was diesen Monat auch nicht fehlen durfte, waren natürlich die Oscars. Die Heads zu den Outfits waren voll mit, oh, die freizügigen Outfits von manchen Stars. Es gibt sicherlich irgendwie andere Sachen, über die man reden sollte, wie beispielsweise der Film Everything, Everywhere, All at Once. Ich habe den Film gesehen vor einer Weile, letztes Jahr noch, in so einem ganz kleinen Kino. Neben mir waren 2 andere Leute und die haben nach dem Film gesagt, dass sie es scheiße fanden. Oh, echt? Ja, und ich habe mir dann gedacht, hä, wie kann man das schlecht finden? Ich finde diesen Film, der hat mich so krass mitgenommen. Ich habe
habe zum Beispiel den Film nicht gesehen. Wahrscheinlich muss ich es dann mal nachholen. Ja, aber um was voll. geht's grob? Also erstmal, der Film ist super schrill und super absurd und das macht ihn aber auch wiederum so sympathisch irgendwie. Und im Endeffekt geht es eigentlich in dem Film um eine Family, die halt in den USA, glaube ich, lebt und um eine Frau, die nicht so happy ist in ihrem Leben. Dann gehen die zum Steuer, whatever. Ja, so irgendwas. bürokratische Struggles. Die haben so bürokratische Struggles Ja. und da ist halt eben auch eine Sprachbarriere. Und die Frau hat halt eben super Angst, dahin zu gehen. Und dann geht die da mit ihrem Mann und mit ihrem Vater dahin. Und auf dem Weg dorthin passiert halt irgendwas mit ihrem Mann. Und er kommt quasi aus einem anderen Universum. Und auf einmal muss sie gefühlt die Welt retten und ist halt in verschiedenen Universen und hat Zugriff auf alles, was ihre anderen Ichs in den anderen Universen gelernt haben. So ein bisschen schwingt so diese Frage mit, finde ich, so habe ich es zumindest verstanden, dieses Migrationsgeschichte, Einwanderung in ein Land und was wäre in einem anderen Leben passiert, wenn es nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Und Das diese ist Geschichte spannend, ja. auf so einer Bühne, so eine Auszeichnung, die Ja. haben ja, glaube ich, 7 Oscars abgeräumt, noch mehr Auszeichnungen bei anderen Filmfestivals, mehr Nominierungen und so. Und so verdient, es war auch so ein mega historischer Moment, dass sie, Michelle Yeoh, einen Oscar bekommen hat. Sie ist einfach die erste asiatische Frau, die in der Geschichte der Oscars einen Oscar bekommen hat. Und es gab, 95? Ja. Das war jetzt die 95. Auszeichnung. Ja. Und sie ist die erste, die sich halt als Asian identifiziert. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Und ich verstehe auch, man muss nicht alles bei den Oscars abfeiern. So. Ich glaube, da kann man sogar viel kritisieren. Es gab ja auch diesen Hashtags Oscars so white in den letzten Jahren und so, die auch die mangelnde Diversität immer wieder kritisiert haben. Und das war jetzt ganz cool zu sehen, dass sich da jetzt doch was verändert. Man muss natürlich jetzt abwarten, inwiefern das jetzt langfristig auch so bleibt. Aber erstmal kann man sich freuen, finde ich, dass diese Geschichte einfach gewürdigt wurde. Uns haben diesen Monat krass viele Nachrichten erreicht zum Schulvideo. Aurora hatte ja da über den Leistungsdruck und die Auswirkungen auf die Psyche gesprochen. Und Anna hatte uns über WhatsApp geschrieben gehabt, dass sie seit der 6. Klasse auch krass an Schulstress leidet. Sie ist immer unter den Besten der Klasse und lernt auch extrem viel dafür. Aber das ist genau das, was sie unter Druck setzt, weil immer, wenn sie eine 2 schreibt, hat sie irgendwie ein schlechtes Gewissen oder denkt, sie hat jemanden enttäuscht, dass sie keine 1 mehr geschrieben hat. Und das setzt sie so unter Druck, immer die Klassenbeste zu sein. Und das ist das, was ihr halt psychisch überhaupt nicht gut tut. Und Aurora hatte ja auch schon im Video gesagt, was ihre persönlichen Erfahrungen der Schule waren, dass sie das auch teilweise fühlen kann. Wie geht's euch so damit? Also wie erinnert ihr euch an eure Schulzeit? Oh. Also ich bin sitzen geblieben in der 5. Klasse. Ah ja, okay. Von daher, ja, ging so. Ich habe da schon auf jeden Fall auch gestruggelt gehabt mit und ich wusste, ich muss unbedingt das Abitur haben, um das machen zu können, was ich jetzt auch irgendwann vielleicht machen möchte. Und auch meine Mom hat gesagt, das ist so egal, was du machst, Hauptsache du bleibst auf dem Gymnasium. Und sie konnte mir aber sonst halt nicht so viel helfen, weil sie nicht so den Durchblick hatte, was so das deutsche System angeht. Mich hat es gestresst. Okay, ich habe dann kurzzeitig alles in mein Gehirn reingeprügelt, das dann wieder alles vergessen so. Ich habe es einfach nicht gemocht und ich habe die Tage runtergezählt, bis ich fertig war mit der Schule und endlich das machen durfte, was ich konnte. Also es war für mich, ich habe vor Freude geheult, als ich irgendwie mein Mathe-Abi bestanden habe, weil ich hatte Angst. Bei mir war es nicht klar, ob ich Mathe schaffen würde oder nicht. So, und als ich dann 3 Punkte bekommen habe, habe ich geheult und dann haben sie gedacht, weil ich zu wenig Punkte habe. Nee, es war, weil ich niemals mit 3 Punkten gerechnet habe. Ja, vor allen Dingen prägt es einen ja so langhaltig. Also ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass in den Kommentaren voll oft Leute geschrieben haben, dass sie heute noch irgendwie Albträume haben von irgendwelchen Prüfungen oder sich irgendwie, ich habe das auch, ich träume manchmal wirklich noch von der Situation, wie ich mein Mathe-Abi geschrieben habe, weil ich meiner Lehrerin damals so krassen Druck ausgesetzt. Ja, und ich hab einen Brief geschrieben, so nach dem Motto, ich habe einen Blackout, ich habe einfach gar nichts gewusst und habe die Formelsammlung abgeschrieben, so nach dem Motto, ja, das wäre der theoretische Weg. Also meine Schulzeit war ganz fürchterlich, so all in all. Es war halt viel Mobbing, ich war immer mit die einzige schwarze Person auf dem Dorf und in meiner Schulzeit ging es für mich gar nicht so viel um Schule, sondern eigentlich nur darum, halt zu überleben, einfach so akzeptiert zu werden. Wie schafft man es dann, mit so einem Druck trotzdem ans Ende der Schullaufbahn zu gehen, erfolgreich? Ich habe abgebrochen erstmal. Ich habe erstmal abgebrochen und dann war ich schwanger. Und aufgrund der Schwangerschaft hatte ich dann einen richtigen Grund. Ich hatte halt einen Reason why. Ich war halt so, okay, da ist ein Kind in meinem Bauch und die braucht eine Zukunft und jetzt muss ich mich halt richtig ransetzen. Ziemlich krasses Thema auf jeden Fall. Schule, Haken dran.
geil. Und ich finde es aber so schön, dass Leute immer wieder kommentieren, dass sie sich mit unseren Themen identifizieren können. Und selbst wenn nicht, dann gibt es Leute, die sich unsere Videos einfach immer wieder reinziehen und das sogar teilweise mehrmals. Da habe ich einen Kommentar gesehen, den ich super süß fand. Und zwar, mein Mann und ich, männlich gelesen, schauen jedes einzelne Video. Wenn kein neues mehr da, dann einfach die alten mehrmals, einfach täglich beim Essen. Sweet. Oh, mega süß. Das finde ich auch irgendwie gut. Geil. Und dann dachte ich so, okay, wenn ihr das jetzt hier seht, dann wünsche ich euch einen guten Appetit oder wir wünschen euch einen guten Appetit und würden uns wünschen, dass ihr euch jetzt aber nicht verschluckt, denn jetzt kommen die Outtakes des Monats. Wir haben da ein paar Videos für euch vorproduziert. Das Video, wovon die Outtakes jetzt stammen, das kommt bald. Ihr dürft aber gerne mal mitraten, um was es gehen könnte. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal viel Spaß und ihr beide, ihr kennt die auch noch gar nicht. Ne? Ja, ich bin gespannt. Aber ich... Von SpongeBob, oder? Genau. Wo ist er Wambo, ich Wambo? Die Wambologie. Ich liebe es, dass du das kennst. Denn es gibt Leute in unserem Team, die mögen keinen SpongeBob. SpongeBob ist Kindheit. Shannon. Aber ja, SpongeBob ist everything. Schon süß. SpongeBob. Süß. Oh, ich lieb's. Ja, voll. Du magst keinen SpongeBob? Ich mag keinen SpongeBob. Ich mag, also... Shame on you. Oh, sorry, ne? Wahrscheinlich gibt es jetzt viel Hate, aber ich durfte es auch, also am Anfang auch nie sehen, also so als ich Kind war, ich habe das damals nie gesehen. Ja, das kann sein und jetzt so, ich sag mal, im Alter kann ich mich da irgendwie nicht mehr so reinfinden. So. Ja, das kann ich verstehen. Warum? SpongeBob ist für alle Altersgruppen. Ja, Oha, sag bloß. Ey, ich wusste, dass das nicht hält. Ey, Girl, erzähl mir alles. Ah, mein einer Nagel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter Ich liebe es einfach, wenn Aurora Sketche macht und einfach so in ihrer Rolle irgendwie auch ist. Das ist auch voll Aurora. Ja, das ist voll Signature bei ihr. Oh mein Gott. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und Glocke aktivieren und schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir in die nächste Lass-Raus-Runde mit reinnehmen sollen, worüber wir sprechen sollen. Haltet die Augen auf, ob wir in irgendeinem Stream drin sind, ein Posting und schreibt es uns sehr gerne. Ansonsten klickt euch durch unsere letzten Videos durch. Hier haben wir mal 2 für euch markiert. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.